In das Stalldach hinter mir soll heute ein großes Fenster eingebaut werden. Denn der ausgebaute Dachstuhl soll jetzt als Homeoffice fungieren. Deswegen soll natürlich möglichst viel Licht rein, die Luftzirkulation soll gefördert werden, die Hitze am besten draußen bleiben und es soll den modernsten und neuesten Standards entsprechen. Und wie wir unser Dach modernisieren, das erklärt mir jetzt Tim von Velux. Genau, da habe ich eine super Idee. Wir nehmen unsere Lichtlösung 3 in 1. Der Name sagt es schon, es sind 3 Fenster nebeneinander, aber aus einem Guss. Also ganz schlanke Profile, super modernes Design, toller Ausblick. Und wir haben halt keine Sparren in der Mitte, die die Kopffreiheit beeinträchtigen oder einen Schattenwurf bringen. Und von außen machen wir einfach eine schöne Hitzeschutzmarkise Verdunklung drauf. Die sieht auch super modern aus, lässt die Hitze draußen, weil der Hitzeschutz immer vor der Scheibe beginnt. Und von innen machen wir ein schönes Plissé als Sichtschutz davor. Und das Ganze kannst du dir nachher mal live angucken. Das klingt genau nach den Erweiterungsmöglichkeiten, die wir haben wollen. Ich suche jetzt mal unseren Handwerker Peter, denn der wird mir jetzt erklären, wie das Ganze eingebaut wird. Genau, bis gleich. Und dieses Dach hinter mir soll heute eine Velux Lichtlösung bekommen. Peter, der Experte von Velux, wird uns zeigen, wie es funktioniert. Zunächst einmal, was ist denn das Besondere an der 3-in-1-Lösung von Velux? Dass man mit relativ geringem Aufwand ein sehr großes Fenster ins Dach bekommt. Und das wollen wir natürlich jetzt heute gleich testen. Die Frage, die sich uns jetzt natürlich stellt, wie aufwendig ist so eine Maßnahme, gerade wenn es um so ein großes Fenster geht? Also man müsste schon mit 1,5 bis 2 Tagen rechnen, im Gegensatz zu einem normalen Fenster, wo wir ungefähr mit einem Tag rechnen müssen. Das klingt trotzdem machbar. Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt in meiner Wunschgröße oder wie kann ich das so an meine Gegebenheiten anpassen? Da kommt es auf die Raumgröße drauf an und wofür ich den Raum nutzen möchte. Und natürlich, ob da Möbel davor stehen, eine Abseite vorhanden ist. Die beiden Möglichkeiten gibt es ja nur. Sehr gut. Und die Beratung gibt es natürlich on top. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern direkt loslegen. Was ist der erste Schritt für uns? Wir werden jetzt mal die Dachziegel nehmen. Danke dir. Wir sind oben. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir genau unsere 3-in-1-Lösung ein und vor allem, was genau müssen wir dafür tun? Wir werden die Dachsteine in diesem Bereich, wo das Gerüst steht, großflächig entfernen, um die Traglattung zu entfernen, die Unterspannbahn und die Mineralwolle muss entsorgt werden. Und dann können wir erst von außen anzeichnen, wo das Fenster genau hineinkommt. Peter, wir können die Lichtlösung jetzt noch nicht komplett einsetzen, weil ein Schritt fehlt vorher noch, ne? Ja, und zwar sind die vorhandenen Dachsparren im Weg und müssen herausgeschnitten werden und dann durch einen sogenannten Wechsel ersetzt werden. Das heißt, die Balken werden seitlich versetzt. Gut, und wenn wir das Fenster drin haben, treffen wir uns drin wieder. Nachdem der Wechsel fertiggestellt worden ist, montiere ich den BDX-Dämmrahmen. Dann setzen wir die Lichtlösung mit dem Kran ein. Als nächstes richte ich das Element aus und befestige es. Jetzt montiere ich die BFX-Anschlussschürze und Wasserableitrinne. Dann montieren wir den 1 Gramm EDW. Und als letztes decken wir die bausetz gelagerten Dachziegel wieder ein. Peter, ich warte schon sehnsüchtig auf dich. Du hast das Fenster von außen eingesetzt. Es ist wasserdicht, es ist winddicht und komplett verkleidet. Jetzt wollen wir das Fenster natürlich noch von innen sehen. Wir haben unsere Baustelle auch schon vorbereitet. Was ist jetzt von innen Schritt für Schritt zu tun? Wir werden die Maße der Lichtlösung nach innen auf die Rigipsplatte übertragen. Das Rigips dann ausschneiden. Oben waagerecht, unten senkrecht für den erhöhten Lichteinfall. Danach wird die Dampfsperrschürze montiert. Und die Innenbekleidung je nach Kundenwunsch angebracht. Mensch, Peter, das sieht ja schon komplett fertig aus. Im Grunde ist das Fenster jetzt auch fertig. Und das Schöne ist, wir haben jetzt bei unserer 3-in-1 Lichtlösung die ein oder andere Erweiterungsoption. Und in diesem Fall wünscht sich der Kunde eine solarbetriebene Hitzeschutzmarkise. Wie genau montieren wir die? Die können wir sowohl von außen als auch von innen
montieren und werden einfach von außen auf die Schienen aufgeschraubt und dann per Funkschalter von innen betätigt. Peter, wir kommen zum Grande Finale und der letzten Erweiterung in diesem Fall bei unserem Fenster, und zwar dem Sichtschutz, den Plissés. Gibt es die in unterschiedlichen Varianten und vor allem, wie wird es montiert? Dieses Plissé gibt es in sehr vielen verschiedenen Farben, auch mit einem Alurahmen in weiß lackiert, wie dieses. Dann werden sie auf die vormontierten Halter geschoben und dann mit Führungsschienen an der Seite am Fensterrahmen befestigt. So, während Peter jetzt noch ein bisschen feinjustiert, fassen Tim und ich nochmal zusammen. Innerhalb kürzester Zeit haben wir hier eine Velux 3-in-1 Lichtlösung verbaut, wo vorher nur Dachziegel waren. Tim, welche Vorteile habe ich dadurch? Ja, also auf jeden Fall hat man die kurzfristigen Vorteile. Das ist dieser super schnelle und einfache Einbau. Das Schöne ist, der Staat fördert das Ganze auch gerade zu 20%. Also das gesamte Projekt mit Gerüst und Hitzeschutz, alles was dazugehört. Und dann haben wir natürlich unsere langfristigen Vorteile. Das ist die absolute Wertsteigerung des Objekts. Wir haben viel mehr Licht, wir haben viel mehr Luft und wir haben viel mehr Raumgefühl. Und das Schöne ist, wir können die Fenster auch nachträglich elektrifizieren. Dafür haben wir unser Velux Active System oder unser Velux App Control. Bei dem Active System zum Beispiel, dann hat man einen kleinen Raumsensor im Raum hängen, der misst dann CO2-Werte, Temperatur, Feuchtigkeit, steuert den Sonnenschutz und steuert die Fenster. Also alles automatisiert. Boah, und das heißt mehr Moderne, mehr Luft, mehr Licht und das mit Velux. Wir sehen uns wieder auf der nächsten Baustelle.